Seit einem Jahr haben wir uns genau auf diesen Moment gefreut. Motorräder beladen, Wohnung abschließen und losfahren. Es ist das zweite Mal, dass wir für ein ganzes Jahr mit den Motorrädern verreisen. Tagelang haben wir die Route über die Schweizer und italienischen Alpenpässe geplant. In Italien heißen die Spitzkehren Tornanti und davon können wir unzählige genießen. Durch uralte Dörfchen und herrliche Landschaften überqueren wir die italienischen Alpen. Einige Sehenswürdigkeiten liegen direkt auf unserer Strecke, zum Beispiel der Schiebeturm von Pisa. Quer durch Rom, mit ein paar Mal falsch abbiegen, über die Via Appia zur touristisch überlaufenden Amalfiküste Richtung Süditalien. Einen Monat lang bereisen wir Italien. Von Palermo aus nehmen wir die Fähre nach Tunesien. Neues Land, neue Eindrücke. In jedem Land muss man sich dem Fahrverhalten der Einheimischen anpassen. Defensivfahren ist oberstes Gebot. Tunesien finden wir sehr abwechslungsreich und interessant, vor allem wenn man das Land außerhalb der Touristengebiete für sich alleine erkundet. Dattelpalmen ohne Ende. Die besten Datteln der Welt, behaupten die Einheimischen. Und sie haben recht. Wüsten sind für uns faszinierend. Vor allem die Sahara hat es uns angetan. Man sagt, es ist die einzige Wüste, die das Gefühl von Unendlichkeit vermittelt. Irgendwo möchte ich einen Kaffee trinken. Ja, wo denn? Ja. Boah. Das war ja ganz schön, ne? Ja, jetzt war noch so dicker Kies. Tanzbahn. Hier ist es. Aber das ist, sieht so geschlossen aus. Nee. Ich hab's gefunden. Ganz speziell sind die uralten unterirdischen Häuser und Höhlenwohnungen, die von Natur aus im Sommer angenehm kühl, im Winter behaglich warm sind. Wir haben in so einer Behausung himmlisch geschlafen. Also hier in Matmata haben früher alle Menschen in diesen Trichterwohnungen gelebt, die sie gegraben haben, tief in die Erde und von dort aus sich Räumlichkeiten geschaffen haben. Zum Teil lebten bis zu 5 Familien in so einem Trichter, die je ihre eigenen Schlafräume, Küche,
und Lagerräume für Nahrungsmittel hatten. Leider verfallen diese Trichterwohnungen mehr und mehr und die Menschen bauen sich überirdische Häuser. Was das überirdisch? Oberirdisch. Genau. Hier kann man auch noch Wüstenvölker mit fast ursprünglicher Lebensweise beobachten. In einem Monat sind wir einmal rund um Tunesien gefahren. Die Weiterreise führt uns über Palermo nach Igoumenitsa. Wir haben Dezember und wir wollen in Griechenland überwintern. Dezember und blauer Himmel in Griechenland. Im Januar auch blauer Himmel. Februar, blauer Himmel und Frühlingsblümchen. Wer tiefen Winter erleben will, muss in die Berge fahren. Sonnige Tage und eiskalte Nächte. Man könnte meinen, der liebe Gott hat einen blauen Farbtopf über diesem Land ausgekippt. 3 Monate sind wir in Griechenland. Genug Zeit, um das Land zu umrunden. Wenn du hier keine Bremsen hast, ist schon tragisch. Wenn du hier keine Bremsen hast, dann musst du Knieschleifen können. Anfang April verlassen wir Griechenland und setzen unsere Reise in der Türkei fort. Wir möchten hauptsächlich ursprüngliche Gegenden und abgelegene Provinzen in diesem Land erkunden. Dort, wo sich kaum ein Tourist hin verirrt. Im Lehmofen zubereitet. Köstlich. Überhaupt mag ich die türkische Küche mit vielen Gerichten für Vegetarier. Auf solchen Strecken steigt bei uns auch mal der Adrenalinpegel. Für unsere Motorräder ist das keine Herausforderung und die meistern das völlig gelassen. Wir 4 sind ein super Team. Hier können wir nicht nur günstig übernachten, sondern dürfen auch als Gäste an einer türkischen Feier teilnehmen.
Die Nacht war kurz. Am nächsten Tag geht es leicht verkatert weiter. Deine Bremsen quietschen, Ja. ne? Die werden heiß. Aber sehr laut. Wenn ich die mal jetzt. Zum Teil sind die Strecken so steil, dass die Bremsen sich abkühlen müssen. Weiter geht's. Der magische Saldersee ist voll mit Magnesium, Soda und Ton. Daher kommt die extrem blaue Farbe des Wassers und die blendend weißen Strände. Durch die Mineralien ist ein einzigartiges Ökosystem entstanden. Bizarre Felsformationen, wie in einem Märchenland, findet man in Kappadokien. Nach 45 Tagen in der Türkei reisen wir über Georgien direkt nach Armenien. Oh, Halleluja. Oh ja, genau, Halleluja. Das ist eine ironische Beschreibung der Straßenzustände. Schlaglöcher, die man kaum umfahren kann. Diese asphaltierten Schlaglochpisten begleiten uns einige Tage. Augen zu und durch heißt die Devise. Irgendwann verbessert sich der Straßenzustand und wir können auch während der Fahrt das armenische Hochland genießen. Armenien ist auch ein Offroad-Paradies. Unterwegs sein, in der Natur zelten und sich frei fühlen, das ist die Art von Reisen, die wir mögen. Wir befinden uns im Kaukasus. Besuch in einem Land, das es offiziell gar nicht gibt. Republik Arzach oder auch Bergkarabach genannt. Jerewan, die Hauptstadt von Armenien, ist eine der ältesten Städte der Welt.
Nach einem Monat in Armenien geht es wieder nach Georgien und in den Hohen Kaukasus. Weder in Armenien noch in Georgien haben wir eingezäunte Weiden gesehen. Die Nutztiere laufen tagsüber frei herum und das heißt Vorsicht im Straßenverkehr. Eine Kuh mitten im Tunnel. Eine Kuh? Ja. Oh ja, meine Herren, du. Oh, Kuh. Aber auf der linken Seite. Schön kühl hier. Ja. Nicht selten trifft man in Georgien gesellige und sehr gastfreundliche Menschen, die einem auch schon morgens zu Brot, Käse und einem Schnäpschen einladen. Die Landschaften sind spektakulär, vor allem im Hohen Kaukasus. Über die alte Militärstraße reisen wir Richtung Russland. Was denn? Guck dir mal die Schlange an. Ja, ja. So, hinterherkommen, ja, Ja, ne? ich gucke erstmal die Situation, wie die aussieht, ob man da durchkommt. Ich glaube Ja, man kommt schon durch. Oder auch nicht. nicht. Doch, doch, doch. Jetzt kommen wir durch. Stopp. Weiter war. Dabei. Wir durchqueren das größte Land der Welt, von Süden nach Norden. Bis Moskau sind es 2000 Kilometer. Oh, dann haben wir aber wieder einen schönen Stadtteil hier. Ja, ich habe, glaubst du, ich buche irgendetwas? Obwohl das Hotel, habe ich geguckt, die Zimmer sind wie im Puff. Ja, das hatte Wladimir gemacht. Hat gesagt, George, wenn du hierhin kommst nach Moskau, nur dieser Hotel. Ich weiß, du bist lange unterwegs und so. Du stinkst wie eine kastrierte Kütte. Wenn du willst, dass deine Frau was von dir nimmt, dann musst du dieses Zimmer nehmen. Hauptsache, die haben Balkon zum Rauchen. Das ist alles, was du denkst, ne? Ja.
Von Moskau geht es nach St. Petersburg. 720 Kilometer von Dorf zu Dorf, endlich wieder auf kleinen Straßen, durch grüne russische Landschaften mit niedlichen, farbenfrohen Häusern. Uns treibt es weiter nach Norden, noch rund 1500 Kilometer bis Murmansk. Wir sind mitten in den größten Urwäldern Europas. In Karelien findet man Spuren urzeitlicher Zivilisationen. Im Sommer wird es hier nie dunkel. Die Sonne scheint Tag und Nacht. Unser Schlafrhythmus ist komplett durcheinander. Ein tolles Gefühl, den Polarkreis erreicht zu haben. Von Murmansk aus sind wir durch die Tundra so weit nach Norden gefahren, bis die Straße zu Ende ist. Die Einheimischen nennen es das russische Nordkap. Apropos Nordkap, noch gut 900 Kilometer von unserem Standort entfernt. Norwegen begrüßt uns mit Kälte, Wind und Regen. 2 Uhr am Morgen. Fotoshooting am Nordkap. Keine Menschenseele vor Ort, kein Eintritt bezahlen, eine mystische Atmosphäre. Norwegen ist schön, aber die Kälte sitzt uns in den Knochen. Wir sehnen uns nach Wärme und flüchten Richtung Süden. Finnland. Endlose Wälder mit 42.001 See. Ein Land so groß wie Deutschland, aber nur 5 Millionen Einwohner. Ein Paradies für Naturliebhaber. Weiter geht es nach Estland. Lettland. Litauen. Und plötzlich sind wir wieder in Russland, Kaliningrad. In Polen, in Masuren, habe ich die Heimat meiner Vorfahren besucht. Weiter geht es in die Ukraine. Das Volk der Huzulen führt noch heutzutage ein sehr traditionelles Leben. Sie leben länderübergreifend in den gesamten Karpaten. Die Heimat der Huzulen in der Ukraine ist unser nächstes Ziel.
Also wir fahren jetzt hier Richtung Karpaten in der Ukraine. Herrlich, überall Sonnenblumenfelder und ja, die Straßen sind schon rumpelig, sind auch Schlaglöcher. Das ist gar nicht so schlimm. Schlimm sind die Autos mit zu viel PS, die einfach zu diesen Straßen nicht passen. Die einen dann in Rasen mit Tempo überholen, einem am Nummernschild kleben. Dafür sind diese Straßen einfach nicht geeignet. Wir dachten, nichts kann die armenischen Schlaglöcher übertreffen. Da haben wir uns aber gründlich getäuscht. Die weitere Fahrt Richtung Karpaten geht rumpelnd und schleppernd vorwärts. Teilweise sind die Schlaglöcher fast so groß wie Badewannen. Wenn man da nicht aufpasst, ist die Panne vorprogrammiert. Gelitten hat nicht nur die Federung unserer Motorräder, sondern auch unsere Rücken und Gelenke. Halt gut Abstand. Ja, wirklich, muss man ja wirklich sagen, das Wow. hier ganz dick, ganz dicke. Wow. Wir können da drin fischen. Im Stehen sehen. Oh, boah. Ganz tiefes Loch. Upsa. Bist du drin? Durch. Bin schon durch. Ja, das sieht man nicht, weißt du? Manche sieht man nicht, dann auch Tiefe. Aber so ein schönes Wetter. Hast du noch einen Blick dafür? Ich suche nur die Löcher. Ja, ich auch. Aber die Sonne merke ich. Ja, das stimmt. Die Strapazen haben sich gelohnt. Wir tauchen ein in die interessante Kultur der Karpatenbewohner. In diesem Teil der Karpaten vermischt sich die ukrainische Kultur mit der ungarischen, slowakischen und rumänischen Kultur. Auch die jüdische und die Kultur der Sinti und Roma mischt sich mit hinein. Das ist echt Multikulti. Das macht die Region einzigartig und hat nicht nur für eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten gesorgt, sondern auch für eine besondere Küche und viele Feste. Die Huzulen haben ihre eigene Sprache, eigene Musik, eigene Traditionen und Trachten. Einige Wochen später und über kleine Bergstraßen erreichen wir Rumänien. Wir bleiben noch eine Weile in den rumänischen Karpaten und genießen Land und Leute. Danach geht es runter von den Bergen und ins Flachland. Das sind so Straßendörfchen hier, ne? Wow. Das ist ja die Karneval. Hey, geil. Bulgarien. Der Sommer ist fast vorbei. Den gesamten September sind wir in Griechenland geblieben. Die letzte Etappe Richtung Deutschland steht uns bevor. Anfang Oktober fahren wir die Küstenstrecke an der Adria entlang.
In Österreich haben wir unsere Motorräder gegenübergestellt und ein Fazit gezogen. Beide Motorräder haben 35.000 Kilometer mehr auf dem Tacho. Und abgesehen von den Kinderkrankheiten der Himalayan hatten beide Probleme mit der Elektrik. Beide haben unterwegs ein neues Lenkkopflager bekommen und beide kommen humpelnd mit strapazierten Federungen nach Hause. Wir haben viele Eindrücke von der Reise mitgenommen. Schade, dass sie zu Ende ist. Und deswegen gilt, nach der Reise ist vor der Reise.